Hier zur melancholischen Musik, Freunde. Mit hier dem Doggy auf der Hand begrüße ich euch. Oh, muss ich mich aufraffen. Zum 2 Weeks Out Training heute hier am Start im Orange Fit. Eine andere Location mal. Denn wer es über Insta schon mitbekommen hat, zurzeit, wie auch das schlaue Buch verrät, seht ihr hier Session 1 und Session 2. Ich trainiere zurzeit 2-mal am Tag. Also ich mache morgens mein Cardio, mache mittags dann jetzt die erste Session und heute Abend die zweite Session. Probiere ich gerade aus das Ganze. Früher würde man sagen, die Oldschooler haben immer so trainiert. Dementsprechend probiere ich das gerade aus und komme damit mega gut klar. Also es bockt sich extrem. Dementsprechend, ja, heute morgens auf dem Plan Hamstrings. Werdet ihr heute einen Einblick bekommen. Also wer dickere, hintere Beinmuskulatur aufbauen will, der sollte halt auf jeden Fall aufpassen. Freunde, und vielleicht merkt man es mir an, aber das habe ich auch gerade zum Mev gesagt. Es ist wichtig, dass wir heute drehen, denn ich bin ehrlich gesagt komplett durch und ja, will das euch auch so ein bisschen im Video vermitteln, da es oft so rüberkommt und ich eigentlich auch voll die happy Person bin, dass das immer alles so easy ist, aber ja, so 4 bis eine Woche vor dem Wettkampf ist auf jeden Fall eklig und das heißt Zahnfleisch. Dementsprechend, ja, haben wir gesagt, wir halten trotzdem drauf und geben euch da einen realen Einblick, wie es im Leben eines Wettkampfathleten ist. Aber gemeckert wird nicht. Wie gesagt, es wird jeden Tag so wie bei so einem Junkie, der gerade clean geworden ist, wird jeden Tag der Strich im Kalender gezogen, einen Tag weniger. Dementsprechend kann ich mir die Videos auch mal irgendwann in Zukunft angucken und mir denken, Junge, wie durch war ich denn da? Und deswegen wird jetzt aber auch erstmal geboostert hier, denn ohne Koffein, ohne Pumpbooster geht gar nichts mehr. Die Pumps werden weniger und der Fokus auch. Dementsprechend müssen wir da auf jeden Fall immer nachhelfen. Zurzeit ehrlich gesagt Koffeinkonsum through the roof, wie man so schon sagt. Meta X ist jetzt auch rausgekommen, hat mir die letzten Wochen nochmal den Arsch gerettet. Dementsprechend in Polakos Dose. Den Meta X habe ich daheim schon getrunken. Trinke ich immer ganz gern zwischen den Mahlzeiten auch, um da einfach auf ein bisschen Ablenkung zu kommen, um den Hunger ein bisschen zu drücken. Meta X funktioniert da auch super in der Diät als Appetitzügler. Dementsprechend ist der schon drin. Jetzt hier machen wir noch ein bisschen nach freie Schnauze, aber dürfte bei mir immer so ein Scoop sein von unserem Nitro X Pumpbooster am Set und ein Scoop vom Nootropic. Der ist ganz cool, wenn ich abends trainieren gehe. In die zweite Session ballere ich mir den immer rein, weil da habt ihr kein Koffein drin, könnt dementsprechend danach gut pennen, aber auf jeden Fall auch Stimulantien, die euch ja, das Training verbessern und vor allem auch die Mind-Muscle-Connection verbessern, was halt ultra wichtig ist, um den Muskel richtig anzusteuern. So sieht's aus, Freunde. Immer mit viel Wasser, um den Pump auch zu verbessern. Das Pre-Workout-Meal gab es 50 Gramm Whey. Stabil auf jeden Fall. Und dementsprechend, ja, starten wir heute auf jeden Fall rein in eine gute Session, in einen guten Tag, der erfolgreich hoffentlich gewonnen wird. Freunde, ganz wichtig auch die frische Packung. Wir haben das Crea am Start. Da freut sich sogar der Hund, Alter, wenn ich das Kreatin aus der Tasche hole. Ne, Jungs, Mädels, wenn ihr ein Supplement sucht, beziehungsweise euch für eins entscheiden müsstet, oder ich mich auch für eins entscheiden müsste, wäre es Kreatin. Das gibt es auch mal bei mir morgens und vorm oder nach dem Training. 10 Gramm, also 5 Gramm, 5 Gramm. Warum 10 Gramm? Ist jetzt nicht irgendeine neue Studie oder sonst irgendein Bullshit, sondern ich wiege einfach mehr. Wenn du 120 Kilo wiegst zum Beispiel, nimmst du 15 Gramm, wenn du 80 Kilo wiegst, 5 Gramm. Dementsprechend sind eure Speicher dann noch größer. Aber 5 Gramm davon jeden Tag, das ganze Jahr, Monohydrat, keine irgendwie andere Spezialform. Und dann seid ihr auf jeden Fall safe. So wie der Hund, dem geht es auf jeden Fall gut hier. Das ist ja der Pre-Workout-Stack. Wenn ihr das Ganze shoppen wollt, könnt ihr das bei esn.com tun. Code Polako wie immer
gerade jetzt vor den Arnolds der direkte Support auf jeden Fall. Beste Rabatte, immer wöchentliche Aktionen am Start. Hoffentlich erfolgreiche Arnolds. Ich ziehe durch, Freunde. Ich weiß nicht, wie viel ich heute im Training reden werde. Vielleicht taue ich noch ein bisschen auf. Ich merke es nämlich gerade. Es tut mir gut, dass die Cam läuft. Aber ja, ansonsten ziehe ich ordentlich durch. Ihr werdet sehen, was ich mache. Ganz cool hier. Ist alles so an einem Haufen von den Geräten. Ich habe hier ziemlich meine Ruhe. Also sind nicht so viele Leute da. Gerade mittags taugt mir das ganz gut. Und dann wird ordentlich Volumen weggebolzt. Und ja, der Hamstring auseinandergenommen, bevor es dann heute Abend an die Quads geht, aber das seht ihr vielleicht beim nächsten Mal. Generell werde ich erst ein Fazit geben zu dem ganzen zweimal am Tag Trainingsding, wenn ich das Ganze mal eine Zeit lang gemacht habe und das Ganze dann hoffentlich Polacco-approved ist. Aber ja, so sieht's aus, Freunde. Ich laber nicht weiter rum, trinke mein Pre-Workout und dann geht's los. Willkommen im Berliner Studio. Wen sehen wir da schon wieder? Kann man ja nicht oft genug sehen hier, Junge. Chris, if you see this, Germany is waiting for you. Junge, ich fasse es ja nicht hier, Alter. Willst du in Ruhe trainieren, siehst du überall die Gegner. Aber ist ja auch gut, denn das motiviert. Was ganz wichtig ist, werfen wir uns in richtige Kampfkleidung. Ihr wisst Bescheid. Im Training, was ist bei Polacco der Fall? Zum einen beim Beintraining die Amazon Billig Leggings, die ich damals für 13 Cent geschossen habe bei einem Amazon-Bug, Tatsache. Also danke an Roman und Chris, die mir den Tipp da gegeben haben. Und das Arnold-Shirt wird gerockt, Freunde. Das ist wie das Trikot der Nationalmannschaft für mich. Wenn ich das überstreife, dann gibt es die 10% extra Power. Könnt ihr noch im Shop in einigen Größen erwerben, aber sind schnell ausverkauft. Dementsprechend schaut da auf jeden Fall vorbei. Hier ganz geil, liegender Beinbeuger. Das sind alles alte Gym 80 Geräte. Die sind noch vernünftig, die neuen gefallen mir nicht so, aber hier beim alten, auf alten Eisen läuft die Sache ganz gut. Das Volumen ist auch höher. Ich habe 12 Sätze Hamstrings am Morgen und dann 14 bis 16 Sätze Quadrizeps am Abend. Also ist schon deutlich mehr, aber es knallt gut rein. Ich empfehle sowas auf jeden Fall nicht generell den Leuten daheim nachzumachen, außer ihr seid arbeitslos und könnt den ganzen Tag regenerieren oder seid Profi-Bodybuilder. Dementsprechend, nee, Spaß beiseite. Zweimal am Tag Training. Da muss alles passen, also von der Ernährung bis hin zur Regeneration. Auch ich merke ab und zu, ich kann ja nicht 3 Tage am Stück trainieren, sondern manchmal dann nur 2. Es werde Licht und dementsprechend ja, mit Vorsicht zu genießen und auf jeden Fall nur für fortgeschrittene Leute angebracht. So, liegender Beinbeuger passt mir ganz gut. Ich habe hier 2 Rotationen in der Woche. Bei meinen starte ich mit stehenden einbeinigen Beinbeuger, bei der hier jetzt in dem Fall mit liegenden. Alles natürlich notiert. Arbeite mich jetzt aber hoch bis zu meinem Arbeitsgewicht und mache dann da 3 Sätze, immer pro Übung 3 Sätze. Für mich so eine gute Satzzahl, weil alles drüber ist so für den Kopf, das ist ein kleiner Tipp von mir, ja, für den Kopf ziemlich schwierig, wenn ihr wisst, so okay, ich mache jetzt 10 Sätze Kniebeuge, dann geht ihr nicht mit dem richtigen Kopf rein, so fuck, ich habe nur 3 Sätze, da muss alles passen. Dementsprechend machen auch die Leute voll krass Gains, wenn die dieses HIIT-Prinzip machen und 2 Sätze pro Übung nur, weil die dann wissen, okay, scheiße, ich habe nur 2 Sätze, die darf ich nicht verkacken. Dementsprechend, ja, mache ich dann lieber eine Übung mehr und immer nur 3 Sätze, als dann irgendwie 8 Sätze Beinbeuger liegend, 8 Sätze sitzend und das war's. Aber was ich auf jeden Fall in der Vorbereitung gelernt habe, mein Ego zu Hause zu lassen. Ich bin jetzt seit 8 Monaten auf Prep. Irgendwann, ja, ist der Kampf gegen die Gewichte verloren und ihr merkt einfach, ihr werdet ein bisschen schwächer. Dementsprechend aber habe ich anders wieder dazugelernt, und zwar perfekte Ausführung und Kontraktion. Wie ihr seht, ich arbeite sehr, sehr gezielt. Und seitdem nimmt es mein Muskel immer so hops. Das kann ich euch auf jeden Fall sagen. Progressiv zu arbeiten, auch mit Gewicht, ist ultra wichtig. Aber die richtige Ausführung zu haben, um einiges wichtiger und vor allem den Muskel auch zu spüren. Pausenzeiten halte ich ziemlich
ziemlich kurz. Ich weiß, heute will ich immer noch ein bisschen was dazu erklären. Normal habe ich Headphones on, World off, wie man so schön sagt. Arbeite so zwischen 45, 60, manchmal 90 Sekunden Satzpause bei den schwereren Sätzen. Aber genau, das ist so meine Vorgehensweise aktuell im Training. Filmt euch hier die Secrets, Alter. Das ist ein Spaß. Tolles, offenes Buch, mein Leben. Wisst ihr doch. Kann ich auch mal hier kurz erklären. Für alle, die sich das Logbuch hier holen bei uns im Shop. Hier vorne auf jeden Fall die Ziele. Owner of this book ist Mr. Bear. Die Goals sind auf jeden Fall erster Mr. O, Arnold Classics und der World Champ zu werden. Ja, Freunde, Ziele hochstecken muss auf jeden Fall sein. Hier mein Split. Auf den gehe ich dann aber ein, wenn es soweit ist. Hier haben wir Date. Damit ist nicht das Date gemeint, mit dem ihr euch heute Abend über Tinder trefft, sondern das Datum tatsächlich. Ja, der war gerade echt flach, Digga. Der war echt räudig. Man merkt ihr, 2 Wochen vor dem Wettkampf geht bei mir gar nichts mehr. Der Humor ist auch im Keller. Dann das Gym und dass wir heute drehen. Heute ist Donnerstag, wenn ich mich recht erinnere. Hamstring stehen auf dem Plan. Gewicht haben wir notiert und die Übungen hier. Hier haben wir erste Exercise. Könnt ihr euch hier aufschreiben, immer 3 Sätze. Und dann schreibe ich hier 52,5 auf 11 Reps. Das gilt jetzt zu schlagen. Abfahrt. Oh. Sehr gut. Das waren 11 saubere, 12 minus. Minus heißt, wenn die letzte ein bisschen schlechter war. Aber die wollte ich machen. Denn jetzt weiß ich, stärker geworden. Es geht vorwärts. Progression bis zum Tag X. Ne, Spaß beiseite. Das ist noch die letzte Woche, wo so richtig auseinandergepflückt wird. Und ihr wisst, alle Instagram-Follower wissen, ich hasse das Wort Deload. Ist das Spanish. Aber tatsächlich die Woche vor dem Wettkampf dann wird eher so, ihr kennt es ja von den Vegas-Videos, wird eher so halblebig herumtrainiert, beziehungsweise ja, so trainiert, dass der Muskel nicht mehr entzündet wird, weil jeder Muskelreiz ist auch irgendwann eine Entzündung und die wollen wir loswerden. Cardio wird auch weggestrichen die Woche vor dem Wettkampf. Das Volumending zündet bei mir so abartig. Ich bin gerade in der Vorbereitung im tiefen Defizit, aber trotzdem verbessere ich mich muskulär und sehe voller aus, was definitiv geil ist und das ist auch das Ziel. Kann ich auch kurz drauf eingehen, zu den Arnolds auf jeden Fall, diesmal einen volleren Look zu bringen, weil wir wissen alle, die das Game verfolgen, Ramon, den ich so als mein Konkurrent Nummer 1 sehe, der hat so runde, volle Muskelbäuche, ist immer von der Konditionierung gut am Start, aber ich würde sagen, ich bin immer der Härteste auf der Bühne, muss man so sagen. Dafür büße ich aber auch immer ein bisschen Volumen ein. Und jetzt gucken wir halt so, dass wir trotzdem knüppelhart sind, aber eben mehr auf der Seite des Volumens auch, um da halt eben ja, einfach voll und rund auch auf der Bühne auszusehen, weil die Härte bringe ich im Normalfall immer ganz gut hin. Man muss auch immer ausprobieren, Freunde, gerade im Bodybuilding, was für ein Look gefragt ist. Wir kennen meinen Shredded to the Bone Look, wissen, wie der aussieht und dass der auf jeden Fall ja, für Olympia Top 3 gereicht hat. Aber auch immer mal zu gucken, okay, wie sieht der Look da und da aus, ist auch immer was Interessantes. Ist das Ziel? Muskulär haben wir uns verbessert. Das links, was ihr seht, vor dem Olympia, jetzt dieses Jahr, und rechts jetzt vor den Arnolds. Also Zeitspanne von wie viel? 5 Wochen, 6 Wochen, sowas. Und da hat sich auf jeden Fall einiges getan. Ja, Kalorien bei mir auf jeden Fall ein bisschen tiefer als jetzt vorm O. Körper will nicht mehr so hergeben. Jetzt auch ein Sushi-Refeed hatte ich vor einer Woche, um mich wieder aufzufüllen, weil ich schon fast beim Gewichtslimit war. Der hat mich jetzt wieder gut hochgepusht. Jetzt bin ich bei so, ich weiß nicht,
schaue dann nie auf die Kalorien bei dem Plan, aber so bei roundabout 2800 am Trainingstag bei 2 Trainingseinheiten. Ist schon knackig, aber ich bin auch schon weniger gewohnt. Aber mit den Jahren hast du natürlich mehr Muskelmasse, dementsprechend hebt es sich immer auf. Wenn jetzt ein Markus Rühl mit 140 Kilo 2800 gegessen hat, das kannst du vergleichen wie für einen 80 Kilo Athleten 800 Kalorien. Also da müsst ihr mal gucken, wenn ihr sagt, okay, hey, ich mache mit 3000 Aufbau, müsst ihr nicht immer von euch ausgehen, sondern vom Athleten XY. Einstellung sollte passen. Hier gucken auf jeden Fall, dass wir zum Oberschenkel am Polster bleiben und hier nicht den hier machen, wie ich oft sehe, wo die Leute dann hier irgendwo sind und so halbe Wiederholung machen, sondern schön Außenbeinbeuger das Ding kontrahieren. Wichtig auch für alle Anfänger, guckt schon, dass ihr auch vernünftig den Hamstring trainiert, die Rückseite vom Bein, weil die meisten fokussieren sich auf irgendwie Kniebeuge ohne Ende, was auch wichtig ist, aber haben dann meistens so einen Quadrizeps und so einen Beinbeuger und das, also wenn das Ziel ist die Bühne, dann sieht es halt unproportional aus. Hier machen wir wie gesagt einbeinig. Auch wichtig, immer abwechselnd mal einbeinige Sachen mit einzubauen für die Disbalancen, um das auszugleichen. Und hier machen wir ein Feeder-Set zum Reinkommen. Feeder-Set ist so wie so ein Aufwärmsatz. Aufwärmsatz in Anführungsstrichen. Nach der ersten Übung solltet ihr schon warm sein. Aber einfach so ein Reinkommensatz, das Gewicht fühlen und dann hochgehen. 3 Sätze jetzt hier. Schön abwechselnd. Let's go. Allgemein freue ich mich jetzt so auf Kolumbus oder auf Kolumbus nicht. Kolumbus ist der hässlichste Staat Amerikas, glaube ich. Aber so auf das Arnold Sport Festival ist schon immer ganz krass. Die ganze Stadt arbeitet damit, schafft viele Arbeitsplätze und ist übergeil vom Vibe. Mit den ganzen Sportarten und so. Ich freue mich extrem, die Leute wieder zu treffen. Und Jay, ja, die ganzen anderen Athleten. Wird richtig cool und ja, da arbeitet man dann auch gern drauf hin, weil du bist hier so 8 Monate im Loch, sozusagen, in deinem Tunnel, in deinen 4 Wänden in der Box sozusagen eingesperrt und machst dein Programm. Und dann so rauszukommen, ist für mich ja immer, ich blühe da komplett auf und finde es geil. Feiere ich und auch euch da draußen oder halt die Fans in den USA dementsprechend auch zu treffen und mit denen da am Start zu sein. Eine gute Zeit zu haben ist immer das Geilste, deswegen auch sowas wie FIBO jetzt im April. Schaut da auf jeden Fall vorbei, besucht mich, weil ihr müsst euch so vorstellen, ich schaue hier jetzt einen Meth an, der hat eine Kamera in der Hand. Und ihr seht das Video, aber ich sehe euch da draußen immer nie. Ich sehe die Klicks und so, die Aufrufe. Aber am geilsten ist es, die Person dahinter kennenzulernen. Und deswegen Live-Events immer cool. Und da freue ich mich auf die Arnolds. Auch viele Wiederholungen sind auch gut für Muskelaufbau. Denkt nicht immer, ihr müsst nur 4 bis 6 Wiederholungen machen oder so ein Kram. Heute mache ich eigentlich kaum was unter 10 Wiederholungen. Also eigentlich alles immer über 10. Gerade jetzt auch kurz vor dem Wettkampf, um Verletzungsrisiko zu minimieren. Manchmal mache ich für Rücken 17 bis 25 Wiederholungen und das geht richtig gut rein. Hab richtig gute Zuwächse damit gemacht. Mein Gürtel habe ich im Bunga am Start. Deswegen müssen wir uns hier einborgen. Blue Fire auch genannt. Fun Fact, ich war noch nie im Europapark. Also Freunde, wer mich nach den Arnolds im Europapark sehen will, schreibt es mal in die Comments. Hashtag Bär im Park. Dann mache ich das auch mal klar. Die hier dehnen wir. Wir haben jetzt gecurlt und jetzt wenn ihr euch einen Trainingsplan zusammenstellt, guckt immer drauf, dass ihr wie bei Brust drückende und dehnende Übungen mit drin habt, weil wie wächst der Muskel, wie wird er gereizt? Durch Kontraktion und durch Dehnung, also durch Anspannen und
dehnen. Dementsprechend, wie baue ich das Ganze auf? Ich denke mir, okay, was haben wir am Start im Gym? Wir haben einen liegenden Beinbeuger zum Beispiel, knalle ich den erst weg, habe was, wo ich den Beuger schön verkürze und dann mache ich zum Beispiel gestrecktes Kreuzheben mit Langhantel oder Kurzhantel, wie ihr wollt, um das Ding zu dehnen. Dementsprechend habt ihr dann beides abgedeckt und seid dann da safe, aber baut das Ganze immer so auf, dass ihr da auf jeden Fall die Funktion abgedeckt habt, auch beim Rückentraining. Was von oben ziehen, was von vorne ziehen und auch was von unten heben zum Beispiel. So sieht's aus. Kommt das auf Cam rüber. Relax, den Wheel Check. Das ist das Einzige, was mich ein bisschen glücklich macht am Tag. Blick in den Spiegel und zu sehen, okay, sieht gut aus. So gut das auch aussieht, so eine Form das ganze Jahr zu halten, Alter. Das ist ein Traumgedanke. Okay, Arnold's Baby. Come on. Erster Platz für Deutschland jetzt. Puls? Halb tot, 107. Eigentlich gar nichts. Eine Off-Season nach so einem Satz bei 150. Ich habe einen Ruhepuls von 39, 40. Also der tägliche Sonderzuschlag macht sich bezahlt. So schon sagt, last one, best one. So für mich die geilste Beugeübung eigentlich. Beinbeuger im Sitzen. Auch 3 Sätze. Im letzten Satz noch einen asozialen Dropsatz. Aber ja, hier habe ich erstmal die Einstellung kurz abgecheckt. Immer wichtig, die schreibe ich mir dann auch auf. So, weiterer Hack fürs Logbuch. Sitzeinstellung. Schreibt immer hinter die Übung ein Add wie bei der E-Mail. Und dann schreibe ich 3L5. Dann weiß ich jedes Mal, okay, so war das eingestellt. Und schon wird nichts dem Zufall überlassen. Und woran ihr auch seht, dass die Sätze geschallert haben. Wir haben 3 Sätze gestrecktes mit 60 gemacht. Im ersten 14 Wiederholungen, im zweiten 10, im letzten 8. Also wenn es dann immer ordentlich bergab geht, wisst ihr, okay, die Intensität hat auch gut geknallt. Und 2 Reps mehr geschoben. Das freut einen. Deswegen habe ich auch das Buch wieder am Start. Habe eine Zeit lang ja ohne gemacht. Ist immer so interessant. Ich teile immer alles mit meiner Community da draußen. Und die kriegen immer alles mit so. Oder ihr kriegt immer alles mit. Und jetzt in letzter Zeit habe ich ja immer ohne Aufschreiben und so trainiert. Was einfach besser für meinen Kopf war. Und jetzt denke ich mir wieder so, hey, wir tracken alles ernährungstechnisch und so. Und im Training nicht, will ich das nicht auf der Strecke lassen. Und dementsprechend wird wieder alles notiert, aber auch mit freiem Kopf trainiert. Also ich versteife mich nicht mehr. Hätte ich da jetzt die 2 Wiederholungen, die ich letzte Woche gemacht habe, nicht gemacht. Weiß aber, okay, der Satz hat sich Bombe angefühlt. Dann wäre es scheißegal gewesen. Aber ja, bockt sich auch so zusammen mit dem Buch. Schreibt man auch immer seine mentale Lage rein. Wie so ein Tagebuch für Männer. Hilft auf jeden Fall. Dementsprechend wird das so weitergeführt. Und dann kann ich das auch irgendwann in 20 Jahren, das habe ich auch schon ein paar Mal
den Boys und Girls da draußen erzählt. Kann ich es meinen Kindern zeigen oder mir das selbst durchlesen. Überleg mal, 2050 lese ich so, 2021 erste Olympia-Prep, das Training und so, damals noch in Berlin. Ist schon cool. Nächster Satz. Okay. So, ab zum Gynäkologen. Wichtig, Freunde, die Adduktoren auch zu trainieren. Habt ihr auf jeden Fall auch ein breites Bein, wenn ihr jetzt nicht den Außenschwung habt, genetisch bedingt. Aber auch wenn ihr den habt, trainiert Adduktoren. Waren das meine Gelenke oder war das der Adduktor, Alter? Zu der Zeitpunkt gekommen, Alter. Macht man Blutzucker, adios, und ich bin einfach nicht durch. Jetzt wäre der beste Zeitpunkt für ein Intra, ne? Genau. Der wäre in der Offseason jetzt auf jeden Fall am Start gewesen. In der Diät, aber um die Lipolyse, die Fettverbrennung zu pushen, wollen wir den Blutzucker gering halten, unten halten. Deswegen auch, weil mich viele fragen, warum Fasted Cardio? Einfach weil über die Nacht der Blutzucker droppt. Und das könnt ihr euch so vorstellen, wenn ihr Kohlenhydrate isst, steigt der Blutzucker, muss ja so sein, und ist zum Beispiel auch wichtig, dann nach dem Training Kohlenhydrate zu essen, damit die Kohlenhydrate mit dem Protein in eure Zelle gelangen und zur Regeneration als Bausteine genommen werden. Ganz easy Biologie erklärt hier. Und wenn ihr über Nacht jetzt nichts esst, klar, ihr pennt und morgens aufwacht, ist morgens euer nüchterner Blutzucker relativ gering. Wenn der unter 100 ist, ist gut. Wenn er über 100 ist, solltet ihr euch mal Gedanken machen, zum Arzt gehen, mehr Cardio machen, mehr Sport machen, denn da könnte dann Diabetes auf lange Zeit die Folge sein. Dementsprechend morgen nüchternes Cardio, greift dann direkt die Fettpolster an, da ihr ja einen niedrigen Blutzuckerspiegel habt. So, ab zum Pilates jetzt hier. Yoga-Unterricht. Stellt euch breitbeinig hin, nehmt hier die Kurzhantel und macht dann hier den klassischen Ballet-Plié, nennt sich der Move. Und trefft ihr hier innen nochmal die Adduktoren und dann den Gluteus hinten. Lacht nicht drüber, probiert die aus. Du lebst schon 20 Jahre, Schatz. Oh fuck. Und dann müsst ihr richtig auf Gefühl gehen. Gerade über 20 Wiederholungen gemacht. Hier zähle ich auch nicht Gewicht, Wiederholung oder sonst was, sondern gucke einfach, dass ich im Kopf die Verbindung mit der ganzen Beinrückseite, alles was jetzt auf Pump ist, eine Verbindung aufbaue und alles rausdrück, was geht. Aber nicht die Kacke. Der war wieder heute komplett flach. Aber immerhin kann ich jetzt noch lachen. Vorhin war mir da nicht nach Lachen zumute. 86 Minuten später sind wir durch mit der ersten Einheit für heute. War eine gute Session, gut gesteigert. Dementsprechend geht es jetzt ab nach Hause, wird gefuttert, hingelegt und heute Abend gibt's Quadrizeps Massaker, Freunde. Ich hoffe, der Einblick hat euch jetzt gefallen. Es sind noch ein bisschen über 2 Wochen, bis wir auf der Bühne stehen. Und ja, es gibt noch einiges zu tun. Wir geben Gas, schlafen nicht, nehmen euch mit, Freunde. In Ohio wird es Daily Content geben, wisst ihr Bescheid. Ich freue mich drauf. Ich danke jedem, der mich jetzt hier nochmal supportet in den Kommentaren, in den Einkäufen, über ESN, über Miracleware. Also mega geil, was wir da zusammen kreieren und in Deutschland representen, was Bodybuilding angeht. Gibt mir Kraft, das Ganze jetzt noch durchzuziehen, Freunde. Ihr wisst Bescheid. Ich bin raus für heute.
Mehr gibt es nicht dazu zu sagen. Probiert das Ganze zu Hause aus. Wir sehen uns schon bald im nächsten Video. Polakos raus. Bis dahin. Adios.